Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes Crimes and Punishments, Fall Nummer 6. Das ist der letzte Fall in dieser Reihe. Und ja, um ehrlich zu sein, bin ich genauso ratlos wie bei den anderen Fällen. Der Fall heißt diesmal Schüsse bei Mondlicht. Was ich aber weiß, ist, dass es diesmal Hinweise auf die Merryman geben wird. Die Merryman kam ja in den anderen Fällen teilweise drin vor, aber wir hatten irgendwie nie eine Story zu denen. Und hier in Schüsse bei Mondlicht soll es angeblich so sein, dass, wenn man das richtige Ende gespielt hat, Hintergrundinformationen zu denen bekommt und sie vielleicht auch zu fassen bekommt. Das weiß ich aber jetzt nicht. Aber auf jeden Fall kommen sie hier irgendwie mit vor. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach rein und schauen uns einmal an, was hier los ist. Where are you going, Holmes? Have you been invited somewhere? We have been invited, Watson. We have. Where to? To the Baker Street Irregulars' annual dinner. They sent us an invitation. It is on the table. A dinner? How could those street urchins afford anything like that? I can't understand your interest in them, Holmes. They're dirty. They wouldn't hesitate to steal your wallet. Watson, you should be excited. It is a secret dinner. Its location changes every year. Read the menu. Sounds mouth-watering. All right. We, the secret police of Baker Street, invite you, Sherlock Holmes, and Dr. Watson to our annual dinner. Menu, entree, frozen rat head salad. Is this a joke? Not at all. Pray continue. Main course, sow's udder in Danny Nutcracker's way. Sounds disgusting, Holmes. Hedgehog goulash. Street turnips in homemade juice. And it goes on. Ah, I can hear them on the stairs now. Well, we can't go there. We can't eat that. Watson, you'll hurt the feelings of those poor children. We have to go. Oh, Mr. Holmes. It is fine, Mrs. Hudson. Mr. Holmes. Wiggins, Dr. Watson is getting ready. He will be delighted to join us. You don't look well, my young man. Is there something wrong? Don't tell me the dinner is cancelled. Mr. Holmes is my brother Leighton. He's in a prison cell. They say he's killed 2 men. You have to help us, Mr. Holmes, because I know he didn't do it. Where is he now? From what I've heard, they took him to the yard, and they gave him a good beating already. You know what they're like. They'll hang him. They won't look any further. Holmes, we have to help him. And forget about the dinner? Wiggins, I'll take the case. You're fantastic, Mr. Holmes. I'll be waiting for you at the crime scene. You'll be there, right? It's on Half Moon Street in Whitechapel. Very well. Es ist immer Whitechapel. Ich muss sagen, er hat auf jeden Fall Glück gehabt, dass er so viel mit Sherlock Holmes verkehrt, dass er das Privileg genießt, ihm direkt einen Fall zuzuordnen. Ist auf jeden Fall cool. So, wo fangen wir an? Wir können nach Scotland Yard gehen und ihn erstmal befragen oder wir gucken erstmal, was hier in Half Moon los ist. Ich würde sagen, wir sammeln hier erstmal Beweise, alles, was wir kriegen können und danach haben wir auch genug Material, was wir ihn fragen können, weil aktuell könnten wir ihn halt nicht, weiß ich nicht, wir kriegen ja kaum Informationen raus. Bevor wir das machen, will ich aber einmal hier reingucken und schauen, was wir zum alten Fall an Informationen gekriegt haben. Das wird ja mal aufgelöst. Sehr geehrter Mr. Holmes, mit diesem Brief möchte ich mich herzlichst bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie diesen schrecklichen Fall gelöst und die Wahrheit aufgedeckt haben. Zuerst konnte ich nicht glauben, wie Miss Margaret White, eine solch außergewöhnliche und wunderschöne Frau, zusammen mit diesem Hamish einen dermaßen fürchterlichen Mord planen und schließlich sogar verüben konnte. Oh, ich war so wütend. Aber dann habe ich mich in ihre Lage versetzt und konnte sie in gewisser Weise verstehen. So begabt und fähig Miss White auch war, sie konnte ihr Studium offenbar ohne das nötige Geld nicht fortsetzen, während mein Vater weiterhin sein Lotterleben führte und keinerlei Mitleid zeigte. Haben Sie vielen Dank
für ihre Güte gegenüber Margaret. Sie ist nicht mehr hier und ich vermisse sie bereits sehr. Hochachtungsvoll, Albert Dunn. Alles klar. Tja, sie lebt aber zumindest. Ich meine, hätten wir die andere moralische Entscheidung getroffen, würde sie jetzt hängen. Gut, wir fahren nach Half Moon Street. Wie immer Whitechapel, da war ja auch die Szenerie von Jack the Ripper, was man übrigens auch spielen kann, aber das wird ja auch in vielen Büchern auch bearbeitet, das Thema. Alles klar. Viel haben wir ja hier nicht. Ist das die Half Moon Street? Okay. Dann gehen wir doch mal hier rein. Ist auf jeden Fall sehr dunkel. Also von der Sicht her ist da nicht viel zu machen. Oh. Okay, wir haben hier 2 tote Personen. Please, gentlemen, leave the scene now. Oh, Mr. Holmes, is that you? Good evening, Constable... Constable Marrow. I was here with Inspector Aberline during the Ripper case, Mr. Holmes, back in '88. But then this is nothing like that case. With this one, we've got the murderer, the weapon, and the statements, which speak for themselves. Of course, Marrow. But you know that appearances can sometimes be deceiving. Gut. Zeugen. You spoke of statements. You have witnesses? Well, I was there, so I gave my own statement. And then there were 2 other witnesses who said they saw the killer Chapman. Mr. Turner, a gentleman who lives in that flat over there. And Polly Powell, a flower seller, who was over at the far side of the street. Who were the victims? The 2 men here, both shot. The stab fellow was Brian Vercotti, a well-known ruffian. The other, Kenneth Butler, a jeweller by trade. So, Constable Marrow, I should be delighted to hear your testimony. I was standing at the north side of Half Moon Street. That was the side that you came from. But you would have been unable to observe this part of the street, where we are standing now. That is correct. But I saw the 2 victims slowly enter Half Moon Street, and then shortly after, the fireworks started. A few minutes after that, the fellow Chapman rushed towards me and ran into Half Moon Street. Please continue. I didn't pay attention, but suddenly I heard a woman's cries and police whistles on the other side of Half Moon Street. I rushed over there and I saw the 2 dead bodies on the ground. When I reached Whitechapel Street, I saw Leighton Chapman. He'd been caught by 2 police constables. Okay, das ist aber noch nicht wirklich aussagekräftig. Somit hat er eigentlich nichts gesehen und hat nur was gehört. Das hilft nicht wirklich viel. Did you hear the shots? I didn't hear any shots. The fireworks were all over the sky. They were so loud I couldn't hear anything else. What were the fireworks in honor of, Constable? Well, today's Queen Victoria's birthday, Mr. Holmes. Ah, yes, I appear to have lost track of the days. It is May now, of course. Na, peinlich. Okay. Constable Marrow, what else caught your attention while you were running through Half Moon Street? I saw nothing but rats, and I took the time to light every corner with my lamp. Did you happen to look up at Mr. Turner's window when you were on Half Moon Street at that time? Yes, I saw that the window was open, but no one was there. It was dark in the room. Constable, your statements have been of great value to me. Alles klar. Also war bei ihm gar kein Licht an. Gut. Dann sprechen wir zuerst mit ihm und dann gehen wir da den Weg weiter. Good evening, Mr. Turner. I heard Constable Marrow reply to you as Mr. Holmes.
Are you that detective gentleman? I've heard of you. And well, I know things about this evening. Excellent. Might we hear your story? Zuerst checken wir ihn ab. Das ist immer wichtig. Dann können wir uns nämlich auf andere Aussagen stützen und möglicherweise seine Aussagen revidieren. Gut, hier hat er nichts, keine Falten anscheinend. Also zumindest keine Falten, die irgendwelche Auffälligkeiten zeigen. Ein Orden. Kein Kriegsveteran. Oh, ein Knopf fehlt. Daraus schließt man ein armes Leben? Mir fehlen auch andauernd Knöpfe, aber das hat eher was mit Faulheit zu tun. Hinkt. Okay, also braucht er Zeit, um aufzustehen und aus dem Fenster zu gucken. Could you tell us everything that you may have seen or heard? I was already in bed when the fireworks started. A few moments after, I clearly heard 2 gunshots from outside. Please continue. I quickly got up and I grabbed the lamp from my nightstand and I rushed towards the window. I looked down and I saw 2 bodies. And there was a man with a gun who was standing nearby. Where exactly? Well, near this body. Did he notice you? I don't think so. He rushed towards Whitechapel Street without looking around. 2 einzelne Schüsse. Were the 2 shots you heard consecutive? Yes, there was a very short pause between them, and they sounded different somehow. It seemed to me that the second shot was louder than the first. That is an interesting comment. Das heißt, es haben sich 2 Schüsse gelöst, wahrscheinlich aus 2 verschiedenen Waffen. Möglicherweise hat die andere, ist ein anderer Typ, das heißt längeres Gewehrrohr oder größeres Kaliber. Auf jeden Fall waren es 2 unterschiedliche Waffen. Mr. Turner, did you see anyone else in the street? No, I saw no one but that man, the murderer, the fellow they caught. Mr. Turner, what were your actions after you stepped up to the window? I was afraid that the man with a gun might return, so I stayed close to the window till I saw the policeman coming in the Half Moon from Whitechapel. Then I walked out to tell them everything I saw. You have helped us a great deal, Mr. Turner. Reinlässt uns aber nicht. Okay. Also, ich bezweifle, dass er... Na, wie soll ich sagen? Wenn er sagt, er rusht zu seinem Fenster... Ich wollte gerade sagen, mit einem kaputten Bein würde ich mal sagen, das dauert eine gewisse Zeit. Somit hat er das halt gar nicht wirklich gesehen. Ja, also ich bezweifle aktuell, dass der... Hier sein Bruder das war. Möglicherweise haben sie sich gegenseitig erschossen, weil 2 unterschiedliche Schüsse, das ist halt schon auffällig. Okay, was macht er überhaupt hier? Mr. Holmes, did you see my brother at Scotland Yard? Is he all right? Achso, ja, der wollte uns ja hier treffen. Alles klar. So, dann gibt es noch die Blumenhändlerin. Mrs. Powell? What do you want? My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the crime that took place this evening. Well, I've already gave my testimony, but very well. Okay, ich darf sie nicht bewerten. Sie hat einfach nur eine Aussage für uns. Could you tell us everything that you may have seen or heard? Yes. I was selling my flowers as usual, and then the fireworks began, in honour of Queen Victoria. I enjoyed those. But then, all of a sudden, a young lad ran out of Half Moon Street and stopped just by me. He had a gun in his hand. He was like a ghost, and all covered in blood. It was dark, but I could see him, because of the flashes from the fireworks. And then? I screamed as loud as I could. I knew that a policeman should be on duty in the vicinity. He had no time to escape. 2 constables got him. Then another constable came out from the very same street, and I heard him talking of a horrible murder. Die Schüsse.
Mrs. Powell, did you hear the gunshots? I'm not sure. You know, what with the fireworks? Okay, wer auch immer den Mord begangen hat, der hat es geplant gehabt, zum Start des Feuerwerks natürlich zu schießen, damit es möglichst wenig Menschen hören. Did you see anyone else leaving Half Moon Street, prior to or at the time of the crime? No, sir, I did not. Even with all the fireworks, I was very attentive, as I'm always on the lookout for customers. My thanks to you, Mrs. Powell. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass man hier wirklich großen Umsatz machen kann in Whitechapel. Denn Whitechapel ist ja bekanntermaßen etwas ärmer. Wie man hier vielleicht schon sieht. Und die Leute kaufen sich, glaube ich, wichtigere Sachen als Blumen an der Stelle. Wie dem auch sei. Untersucht sie den Tatort. Wir müssen natürlich hier noch weitermachen. Okay, die haben wir alle schon bespaßt. Wir schauen uns gleich die Leichen an. A fairly long pole with a forked end. Gegenstand von Interesse. Das heißt, damit werden wir wahrscheinlich noch ein Experiment durchführen. Wir fangen mit dem Brian an. Okay, die Hand. He tried to stop the bleeding with his hand. Death was not instant. Okay. Also der Tod war ein bisschen gemeiner. Wunde. The bullet penetrated his stomach. A dreadful wound. Der Kopf. Brian Vercotti suffered greatly. What a terrible way to die. Was habe ich übersehen? Ah, okay. Oh, was haben wir da? Eine Tätowierung. A tattoo from Westgate Prison. Vercotti must have done some time there. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Okay. Dann haben wir noch den Kollegen. Oh, ein Kopfschuss. The bullet struck his head. This man didn't stand a chance. Hier ist doch ein Papier. Okay. Wir haben einen Schlüssel. This is an ordinary key. I wonder what kind of door it opens. Das werden wir schon noch rausfinden. Hier ist nichts mehr, hier ist nichts mehr, hier ist nichts mehr. Dann wird es jetzt Zeit für unsere Spezialsicht. Ein Holzstück, kein Stück Papier. A piece of wood that has stuck between the cobblestones. Let us take a closer look. Oh. Okay. Abgerundetes Ende. Ich wüsste jetzt nicht. This shard of wood is quite new. Keine Ahnung. Wunderbar. Wir haben alles befragt und alles entdeckt. Das heißt, wir können uns jetzt aufmachen in die, nicht in die Baker Street, nach Scotland Yard und befragen mal den Bruder.